Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, in unserem Format Erfahrungsmedizin. Ich freue mich heute ganz besonders auf mein bevorstehendes Interview. Es ist leider nur per Zoom, also die Gäste sind nicht bei mir im Studio, aber es zählt der Inhalt, um den es geht. Und ich freue mich heute ganz besonders. Bei mir ist im Zoom-Call Dr. Bradley Nelson. Vielen von Ihnen ist er vielleicht bekannt mit dem Thema Emotion Code, den er entwickelt hat und der, ich glaube, weltweit schon angewandt hat und viele Freunde hat und viele Menschen haben davon schon profitiert. Und natürlich habe ich auch bei mir jemanden, der mir bei der Übersetzung behilflich ist, weil Sie sollen natürlich meine Fragen verstehen und Bradley Nelson sollte natürlich auch verstehen, worüber wir sprechen. Inga Urbans ist bei uns auch und tut dieses. Inga Urbans ist eine ausgezeichnete Heilberaterin, zertifizierte EC- und BC-Praktikerin und hat, wie ich Sie gleich fragen werde, sicherlich auch Praxiserfahrung oder ist ein Practitioner von dem Emotion Code. Also ich lade Sie deshalb jetzt ganz herzlich ein, mir ins Gespräch zu folgen und ich freue mich auf Sie und auf meine beiden Gäste. Bis gleich. So, hallo. Bei mir am Bildschirm sehe ich jetzt zunächst Inga. Herzlich willkommen, liebe Inga. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein kann. Guten Abend. Dass du uns behilflich bist bei der Übersetzung, damit uns sowohl die deutschen Zuschauer verstehen, als auch die, also Deutschschweiz, deutschsprachigen Zuschauer und natürlich auch Bradley uns versteht, worüber wir sprechen. Unser Thema ist heute vitale Gesundheit fördern und die transformative Kraft des Emotion Codes erforschen. Und darauf freue ich mich jetzt, weil ich kenne eben Bradley Nelson schon von diesem Emotion Code und bin jetzt ganz freudiger Erwartung, auch mal mit ihm persönlich mich auszutauschen, mit deiner Hilfe. Wunderbar. Ja. Bradley Nelson ist ein renommierter Chiropraktiker und ein Visionär hinter dem Emotion Code. Also er hat diesen entwickelt, aber er kann es sicherlich wahrscheinlich mit seinen eigenen Worten ein bisschen was zu seiner Geschichte und wie er dazu kam erzählen. Und ich würde dich bitten, liebe Inga, ob du ihn darum bitten könntest. Yes. So, Bradley, welcome, and maybe you can introduce yourself and introduce the Emotion Code and how it came about that you discovered or developed this method. Yes, well, thank you very much for the opportunity to be here with you. Ja, vielen Dank, dass ich heute Abend bei Ihnen sein kann. I love Switzerland and have visited many times to teach, and it's a wonderful country. Ja, er liebt die Schweiz. Er war schon viele Male dort. Er hat dort unterrichtet und es ist einfach ein wunderschönes Land. I have been in the healing arts for about 35 years as a holistic chiropractic physician. Er seit über 35 Jahren ist Dr. Nelson ein ganzheitlicher Chiropraktiker und hat also Erfahrung in diesem Gebiet. And what I found during the years that I was in practice was that all of my patients had something in common. Was er herausgefunden hat in seinen vielen Jahren der Praxis ist, dass alle seine Patienten eins gemeinsam hatten. No matter how young or old they were, and no matter what they were suffering from, there was some common thread that they all were dealing with. Es war egal, wie alt oder jung diese Personen waren oder mit welchen Gebrechen oder Beschwerden sie zu ihnen kamen. Es gab eine Sache, die hatten sie alle gemeinsam. I found that they all were suffering from something that I called emotional baggage. Es gab etwas, er hat herausgefunden, die haben alle unter diesem emotionalen Gepäck gelitten. And eventually I began to understand that this emotional baggage is actually the energy of the emotional experiences that we have experienced, and that energy is still trapped in the body. Okay, also er hat herausgefunden, dass dieses emotionale Gepäck aus unseren emotionalen Erfahrungen stammt und das dann immer noch in unserem Körper eingeschlossen ist.
And so if you think back on your own life, the pain that you're experiencing right now may be from times when you were bullied as a child. Okay. Also wenn Sie jetzt selber in sich hineinspüren und haben hier und da vielleicht Schmerzen, dann könnte das eine Reaktion oder ein Symptom sein von etwas, das Sie als Kind erlebt haben, als Sie vielleicht gemobbt worden sind oder rumgeschubst worden sind. You may be suffering from depression right now because of the divorce that your parents went through when you were a child. Sie könnten jetzt vielleicht auch unter Depressionen leiden, wegen der Scheidung, die Ihre Eltern durchgemacht haben, als Sie noch ein Kind waren. Anxiety, phobias, panic attacks. Ängste, Phobien, Panikattacken. Eating disorders, self-sabotage. Selbstsabotage, Essstörungen. Physical pain of all kinds. Alle Arten von körperlichen Schmerzen. And every disease process that I saw over those last 35 years has had emotional energy as a major factor. Alle diese Beschwerden hatten emotionale Energie als einen der großen Faktoren als Ursache. Albert Einstein, many, many years ago, said that the medicine of the future will be the medicine of frequencies. Albert Einstein hat schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, dass die Medizin der Zukunft die Medizin der Schwingung, der Frequenzen sein wird. The human body is a very complex energy field. Der menschliche Körper ist ein sehr komplexes Energiefeld. Emotions are another form of energy. Emotionen sind eine andere Form der Energie. And I wrote the book, The Emotion Code, because I felt that people needed to know this. Und er hat das Buch, den Emotionscode, geschrieben, weil er das Gefühl hatte, die Menschen müssen das wissen. The Emotion Code is a very simple method. Der Emotionscode ist eine sehr einfache Methode. And it makes it easy for anyone, even children, to find and remove these emotional energies. Und es ist sehr leicht, sogar für Kinder, diese eingeschlossenen Emotionen zu finden und zu lösen. One of the first experiences that I had with a patient who was suffering from trapped emotions was a woman who came to see me who thought she was having a heart attack. Die erste Erfahrung, die er hatte mit seinem Emotionscode, war eine Dame, die zu ihm kam und die dachte, sie hat eine Herzattacke, Herzattacke. She had crushing chest pain and difficulty breathing. Her left arm was totally numb and the left side of her face was numb. Also sie hatte Schwierigkeiten zu atmen, ihr ganzer Oberkörper war wie eingequetscht, sie hatte Schmerzen im linken Arm und ihre linke Gesichtshälfte war taub. I told my staff we might need an ambulance, but I took about 1 minute to do some testing on her and found she had a trapped emotion. Okay, er sagte schon zu seinen Angestellten, wir brauchen vielleicht einen Krankenwagen, aber in der Zeit hatte er noch Zeit, an ihr zu testen und er hat eine eingeschlossene Emotion gefunden. The trapped emotion was grief, and it had occurred 3 years before. Die eingeschlossene Emotion war Trauer und es war schon 3 Jahre her, dass das passiert war. When I found that, she immediately burst into tears and said, I can't believe that's affecting me. I thought I dealt with all of that. Als er diese Emotion gefunden hat, dann ist sie gleich in Tränen ausgebrochen und hat gesagt, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht glauben, dass das wieder hochkommt. Ich habe gedacht, ich habe das schon alles hinter mir gelassen. And I asked her what had happened, and she said that 3 years before, she discovered that her husband had been having an affair, and it was the end of their marriage. Okay, und er fragte sie, was denn passiert war. Und sie sagte, vor 3 Jahren hat sie herausgefunden, dass ihr Mann eine Affäre hat und sie verlässt, und es war das Ende ihrer Ehe. And when I released that trapped emotion from her, which only took a few seconds, the feeling came back into her arm and into her face within about 3 seconds. Okay, und als er diese eingeschlossene Emotion der Trauer von ihr gelöst hat, was 3 Sekunden dauerte,
kam sofort wieder das Gefühl in den Arm und ihr Gesicht war nicht mehr taub und sie fühlte sich gleich besser. And the crushing chest pain was instantly gone and the difficulty breathing was gone. Die Schwierigkeiten mit der Atmung und auch diese Schmerzen im Brustbereich waren sofort verschwunden. And she left the office about 10 minutes later after joking with me and my staff, and she has never had another problem since then. Und 10 Minuten später hat sie seine Praxis verlassen und ihr ging es wunderbar. Er hat sie seitdem nicht mehr gesehen, also hatte kein weiteres Problem in dieser Richtung. Sie hat noch mit ihm rumgescherzt und alles war wieder gut. That was over 30 years ago. Es war über 30 Jahre her. And I think that if we had not found that trapped emotion of grief, that it's very likely she would have probably died from heart failure. Okay, und er ist der Überzeugung, Dr. Brad ist der Überzeugung, dass wenn er nicht diese Emotion der Trauer gefunden und gelöst hätte, dass diese Frau wahrscheinlich an Herzversagen gestorben wäre. We now know that people can die from a broken heart. Wir wissen jetzt, dass auch Menschen an einem gebrochenen Herz sterben können. So, in my practice, these discoveries were absolutely amazing. In seiner Praxis waren diese Dinge, die er da herausgefunden hatte, absolut überwältigend. And I found that everyone has trapped emotions. Er hat herausgefunden, dass jeder Mensch eingeschlossene Emotionen hat. Life is difficult for all of us in one way or another. Das Leben ist schwer für alle von uns auf die eine oder andere Art. And when you're experiencing an intense emotion of some kind, what's really going on a quantum level is that you're feeling a particular vibrational frequency. Und wenn wir ein schlimmes Erlebnis haben und damit umgehen müssen, was auf einem anderen Quantenlevel passiert, in dieser anderen Ebene, ist, dass wir eine Frequency, also eine Schwingung erstellen, die dann eingeschlossen wird. And so when you're feeling an emotion, sometimes it's an emotion you don't want to feel, and so you'll bury that emotion or not allow it to be felt. Okay. Manchmal, wenn wir so eine Emotion fühlen, dann können wir in dem Moment nicht damit umgehen und wir wollen sie nicht fühlen oder wir wollen sie auch nicht zeigen und dann drücken wir sie weg und packen sie irgendwo hin. So that energy now is trapped in the body. Diese Energie ist jetzt im Körper eingeschlossen. Sometimes we experience an emotion and we expand that emotion and we make it much bigger than it needs to be. We get very upset. That can also result in that energy becoming trapped in the body. Mhm. Manchmal fühlen wir eine Emotion und wir machen sie viel größer, als es überhaupt nötig ist. Wir werden sehr wütend oder übertreiben es. Und auch diese Energie, wenn zu viel ist, kann im Körper eingeschlossen werden. So what these trapped emotions do to us is they cause mental and physical and emotional symptoms. Was diese Emotionen mit uns machen, ist, dass sie für uns Symptome kreieren, mental, physisch oder auch emotional. So think about this. Right now, if you're dealing with physical pain, there's about a 90% chance that that physical pain has an emotional basis. Mhm. Denken Sie mal darüber nach, wenn Sie jetzt hinspüren und Sie haben in Ihrem Körper physische Schmerzen, dann gibt es eine 90-prozentige Chance, dass diese Schmerzen eine emotionale Grundlage haben. And if you're dealing with any kind of disease process, there is an emotional component to that process. Mhm. Und wenn Sie einen Krankheitsverlauf haben, dann gibt es einen emotionalen Anteil, der zu diesem Prozess gehört. Beiträgt. And removing that emotional baggage can completely change your life. Und wenn wir dieses emotionale Gepäck lösen, kann es Ihr Leben komplett ändern.
let me share with you one of the most important discoveries that I think has ever been made in energy medicine. Lassen Sie mich mit Ihnen etwas teilen, was eine der größten Entdeckungen in der Energiemedizin ist. And this has to do with the heart wall. Und das hat mit der Herzmauer zu tun. But before I continue, I would like to acknowledge the VitaChip Company. Bevor ich weitermache, möchte ich noch die VitaChip-Firma erwähnen. They arranged for this interview for us. Die haben dieses Interview für uns arrangiert. And they make these little devices that are really helpful in reducing radiation from phones and computers and things. Die machen diese kleinen Chips, die man auf Computer, Handys, Mobiltelefone kleben kann und die wirklich die Schwingung reduzieren oder die schädlichen Strahlungen reduzieren von diesen Geräten. There are lots of companies that make things like this, but I believe this one actually does work. Es gibt viele Firmen, die diese Chips herstellen, aber er glaubt, dass der Chip wirklich der ist, der auch wirkt. Well, back in the 1960s, when doctors first started doing heart transplants, they found something very interesting. Zurück in den Tagen 1960, als die Menschen die ersten Herztransplantationen gemacht haben, fanden sie etwas sehr Interessantes. They found that sometimes heart transplant patients would come back to them and report strange things. Manchmal kamen die Herztransplantationspatienten zurück und haben von seltsamen Dingen erzählt. Sometimes their taste in music or food or sports would have totally changed since their heart transplant. Manchmal hat ihr Geschmack in Musik, Sport oder auch im Essen sich komplett verändert nach dieser Herztransplantation. And sometimes they would have memories of being in places that they had never in their life ever visited. Und manchmal hatten sie sogar Erinnerungen an Orte, in denen sie noch nie in ihrem Leben gewesen sind. Now, there are books written about this. It's called cellular memory. Es gibt Bücher, die darüber geschrieben wurden, die heißen zelluläre Erinnerungen. The heart, you see, is a second brain, we now know. Wir wissen jetzt, dass das Herz unser zweites Gehirn ist. There is a little brain that is in the heart that's full of gray matter and white matter, just like the brain in your head. Es gibt ein kleines Gehirn in unserem Herzen, das ist aus weißer und grauer Materie, ganz genauso wie die Masse in unserem Gehirn. We now believe that the brain that is in your head is obeying the messages that are being sent by the brain in your heart. Wir glauben jetzt sogar daran, dass das Gehirn in unserem Kopf die Nachrichten aus unserem Herzen sich danach richtet und denen gehorcht. The ancient peoples understood these things. Die ganz früheren Menschen haben diese Dinge verstanden. They believed that the heart was the seat of the soul and the source of love and creativity and romance. Die haben verstanden, dass das Herz der Sitz der Seele war und and what? The seat of the soul and Creativity and romance. Der Kreativität und der Romantik. And even today, on certain occasions, if you're lucky, someone will give you a heart-shaped box of chocolate, right? Good Swiss chocolate. Manchmal sogar, wenn wir Glück haben, kriegen wir zu bestimmten Tagen so ein tolles Schokoladenherz mit vielen guten Schweizer Pralinen. But those associations of the heart to love are very ancient. Aber diese Assoziation zwischen Herz und Liebe sind sehr, sehr alt. And they go back thousands of years in every culture around the world that I have found. Und sie gehen wirklich Tausende von Jahren zurück in jeder Kultur, überall auf der Welt, soweit er es jetzt bisher gefunden hat. Well, if you've ever experienced that feeling like your heart is going to break.
Wenn Sie jemals das Gefühl hatten, dass Ihr Herz zerbricht, then you know that that can be very uncomfortable. It can feel like there's an elephant sitting on your chest, or like you're choking, or like you can't breathe. dann wissen Sie auch, wenn Sie dieses Gefühl hatten, dass das sehr unangenehm sein kann. Es fühlt sich an, als ob ein Elefant auf Ihrem Herzen sitzt und Sie zerquetscht, als ob Sie keine Luft mehr bekommen und irgendjemand Sie vielleicht würgt oder so. Also es ist sehr unangenehm. And if you think back on your own life, you can probably remember a time when you felt that physical sensation like your heart was going to break. Wenn Sie jetzt in Ihrem eigenen Leben zurückdenken, dann können Sie sich vielleicht auch an dieses physische Erlebnis erinnern, wo Sie das Gefühl hatten, dass Ihr Herz bricht. And what we have found is that when that is being felt, the subconscious mind will often put up a wall around the heart to protect it. Und was wir herausgefunden haben, ist, wenn dieses Erlebnis passiert, dass das Unterbewusstsein einen Schutz, eine Mauer um das Herz baut, um es zu beschützen. And we call this the heart wall. Und wir nennen es die Herzmauer. And it causes some interesting problems. Und es kreiert auf der anderen Seite ein paar interessante Probleme. It's a very significant, very powerful cause of depression. Eine sehr starke Form der Depression. In fact, the worst cases of depression that I have seen in my own practice always had a heart wall present. Die schlimmsten Fälle an Depressionen und Verzweiflung, die er in seiner Praxis gesehen hatten, hatten alle eine Herzmauer als Präsenzursache. And when that heart wall is taken down, people who are suicidally depressed can recover in a matter of days. Und wenn wir diese Herzmauer Stück für Stück lösen, können sogar Menschen, die selbstmordgefährdet sind, sich in Tagen erholen. One of my favorite stories about the heart wall had to do with a nurse who came to see me once. Seine Lieblingsgeschichte über die Herzmauer hat mit einer Krankenschwester zu tun, die ihn besucht hat. This woman came to see me because she had severe neck pain. Diese Frau kam zu ihm, weil sie sehr starke Nackenschmerzen hatte. And as I was talking with her, she told me that she was a nurse, that she was 38 years old, and that she was single. Okay, und als er mit ihr gesprochen hat, hat sie ihm eben erzählt, dass sie 38 Jahre ist, sie ist Krankenschwester und sie ist Single, also alleinstehend. She said she had not dated in 8 years and was never going to date again. Sie sagte ihm, dass sie seit 8 Jahren keine Beziehung mehr hatte und sie will auch nie wieder eine Beziehung. She said she was going to live the rest of her life as a single woman and die single. Sie hat ihm gesagt, dass sie den Rest ihres Lebens alleine bleiben wird und auch als alleinstehende Frau sterben wird. And I said, how did you come to this decision to be single the rest of your life? Er war neugierig und hat sie gefragt, wie sie zu dieser Entscheidung kam, allein zu sein für den Rest ihres Lebens. She said that 8 years before, she was really deeply in love with a guy who dumped her and broke her heart. Und sie sagte, dass sie 8 Jahre vorher eine Beziehung hatte und sie war wahnsinnig verliebt in diesen Menschen, der dann die Beziehung abgebrochen hat und ihr das Herz gebrochen hat. When I tested her, I found that she had a heart wall. Und ich habe sie getestet und habe eine Herzmauer gefunden. And there were 3 emotions, 3 layers of emotional energy making up this invisible wall around her heart. Und es gab 3 Emotionen, die in Schichten übereinander um ihr Herz lagen und diese Mauer aufgebaut haben. You can't see these energies. Man kann diese Energien nicht sehen. So it took me a long time to figure out what was really going on. Und es hat mich eine Zeit gebraucht, um herauszufinden, was hier wirklich los ist. But when I released those 3 trapped emotions, all of a sudden,
the severe neck pain that she had was instantly gone. Und als ich dann endlich diese 3 Emotionen gelöst hatte, waren diese starken Nackenschmerzen von ihr sofort verschwunden. And she left the office feeling totally fine. Und sie hat meine Praxis verlassen und hat sich wunderbar gefühlt. 3 months later, she came back into my office. Nach 3 Monaten kam sie nochmal zurück in meine Praxis. And I asked her how she was doing. She said her neck had been fine since our last visit. Und ich fragte sie, wie es ihr so geht. Und sie sagt, ihre Nackenschmerzen, also ihrem Nacken geht's wunderbar seit dem letzten Besuch. She said, you cleared that heart wall for me and that really works. Und sie sagte, sie haben meine Herzmauer gelöst und das funktioniert wirklich. She said, 2 weeks after I was here, I found out my childhood sweetheart's been living right around the corner from me for almost 8 years. And we're dating and we're in love and I think he's going to ask me to marry him. Und sie sagte, 2 Wochen nachdem sie bei ihm war, hat sie herausgefunden, dass ihr Highschool-Sweetheart, also ihre erste große Liebe, genau um die Ecke von ihr wohnte. Und sie haben sich getroffen und sie gehen jetzt zusammen aus und alles ist wunderbar und sie glaubt, er will sie heiraten. Now, this kind of thing happens all the time, all over the world. Diese Sache passiert immerzu überall auf der Welt. 93% of people have put up this wall around their heart. 93% der Menschen haben eine Herzmauer aufgebaut. And this is really the most important part of the emotion code. Und das ist wirklich die wichtigste Sache im Emotionscode. So think about your own life. Do you think it's possible that you might have a heart wall? Denken Sie mal über Ihr eigenes Leben nach. Meinen Sie, ist es möglich, dass Sie auch eine Herzmauer haben? Probably. Probably, sure, yes, a lot of. Wir sind leider schon wieder am Ende dieser halben Stunde angekommen, aber ich bin jetzt gar nicht dazu gekommen, viele Fragen zu stellen, aber es war ein so spannender Vortrag von Bradley, der jetzt sicherlich vielen ins Herz gesprochen hat. Oh, thank you, Bradley. We're already at the end of a half an hour. She didn't have much time to ask questions, but you covered it all in your very exciting stories you told us. And she's very happy that you are here. Well, thank you so much for the opportunity to be on your show. I really appreciate it. Ja, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit hatten, in Ihrer Sendung zu sein. Wir sind sehr dankbar. Wunderbar. Also ich denke, die Menschen werden, wenn sie interessiert sind an dieser Methode, Emotion Code ist ja zu finden im Internet, wenn man danach sucht. Ne? Das ist der Name dieser Methode. Emotion Code ist das Buch und der Name ist der Seite von Dr. Bradley Nelson ist Discover Healing. Also okay. Wenn Sie Emotionscode googeln, Discover Healing oder Dr. Bradley Nelson googeln, dann werden Sie es finden. Alles klar. Gut, dann sage ich an euch beide, also darf ich dich noch kurz fragen, Inga, du praktizierst das auch logischerweise, oder? Ja, ich praktiziere das schon seit einiger Zeit. Ich bin auch die deutsche Studienberaterin für den Dr. Nelson. Wir machen ja nach dem Emotionscode noch weitere Stufen der Energieheilung und ich kann nur sagen, es ist einfach wunderbar. Und so viele Veränderungen schon gesehen, auch eben mit der Herzmauer. Ich hatte auch mal eine Klientin, der ich die Herzmauer gelöst habe, die mich dann 2 Wochen später anrief. Sie hat jetzt einen Mann und was soll sie jetzt mit dem machen? Sie weiß gar nicht mehr, wie es geht. Nein. Ja. Okay, ist wie Fahrradfahren. Verlernt man nicht. Nein, alles gut. Ich danke dir sehr, Inga. Wo findet man dich, wenn man dich kontaktieren möchte in Deutschland, wenn man sich vielleicht auch... Heilberatung Einklang ist meine Webseite, also meine private, oder dann auch eben unter discoverhealing.com auf der deutschen Seite, wenn man dann sucht oder die Ausbildung machen möchte vom Emotionscode. Man kann sich zertifizieren lassen und dann die Methode auch an anderen anwenden. Ja, es ist sehr leicht. Es ist ein Online-Programm. Ja. Ist wunderbar. Man kann allen Menschen auf der ganzen Welt helfen. Ich habe Klienten in Australien sowie in Dänemark und auch in der Schweiz.
Wir haben auch schon einige zertifizierte Anwender in der Schweiz. Also einfach mal auf die Homepage von Discover Healing gucken. Da gibt es eine Anwenderkarte, da kann man dann ein bisschen einfach rumstöbern und bei Fragen einfach eine E-Mail schicken an Discover Healing oder eben an mich, Heilberatung. Dann werden wir noch Fragen beantworten, falls noch was offen ist. Super, wunderbar. Dann danke ich erstmal Bradley. Bradley, thank you very, very much. It was a great honor to have you here live in our Zoom meeting. Thank you very much. Und dir, liebe Inga, auch ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung bei der Übersetzung. Und ich würde mich auf ein Wiedersehen freuen und wünsche euch alles Gute von Herzen. Ja, fröhliche Weihnachten. Ja, danke schön. Thanks very much for having me on. I appreciate it a lot. Thanks a lot. Okay. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie uns durch die Sendung begleitet haben. Ich hoffe, es war für Sie genauso spannend und aufschlussreich wie für mich. Und ich wünsche Ihnen nun im Namen meiner Gäste Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam, liebevoll zu sich selbst und bitte auch zur Welt. Und schauen Sie auch gerne das nächste Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiederschauen.